Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute in Niederösterreich unterwegs und möchte dir die Burgruine Stahz zeigen und dir ein wenig die Geschichte von ihr erzählen. Was die Schweden mit dieser Burg zu tun haben, das erzähle ich dir in diesem Video. Also, los geht's! Hoch über dem Weinviertel erhebt sich eine gewaltige Kalksteinklippe. Weithin sichtbar und seit fast 1000 Jahren ein strategischer Punkt der Macht. Auf ihrem Gipfel thront die Burgruine Stahz, deren Geschichte bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht. Die Burg Stahz entstand vermutlich bereits im 11. Jahrhundert. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1072, als ein Adeliger namens Buchot de Stotz genannt wird, wahrscheinlich ein früherer Angehöriger des Geschlechts der Herren von Stahz. Zwischen 1125 und 1137 erscheint mehrfach ein Ridinger von Stahz in den Urkunden. Wenige Jahrzehnte später, zwischen 1178 und 1198, wird ein Ulderich von Stahz erwähnt, der die Söhne Otto und Bilgrim hatte. Um das Jahr 1200 treten weitere Familienmitglieder auf: Reinger und Edwein von Stahz. Die Burg lag strategisch in einem Grenzgebiet. Während der Babenberger Zeit war diese Region mehrfach Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen. Ein Zeichen dafür, wie wichtig die Anlage militärisch war. Bis etwa 1230 wird ein Ulrich II. Von Stahz genannt. Doch das Geschlecht der Stahzer starb vermutlich um Mitte des 13. Jahrhunderts aus. Ein Schicksal, das viele mittelalterliche Adelsfamilien traf. (1176) nutzte Herzog Heinrich II. Die Burg Stahz als Quartier während eines Feldzuges. Doch der Frieden war selten. 1234 verwüsteten böhmische Truppen das Gebiet um Stahz.
Nur 12 Jahre später, im Jahr 1246, standen sich hier die Heere von Friedrich dem Streitbaren und den letzten Babenberger Herzog und Ulrich von Kärnten gegenüber. Nach dem Aussterben der Staatser wechselte der Besitz. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gelangte die Burg durch Ottokar II. Von Böhmen an Otto von Maissau. Doch dieser fiel bei König Ottokar II. In Ungnade, wurde verhaftet und zu Tode gefoltert. Als Ausgleich erhielt sein Sohn Stephan von Maissau von Rudolf von Habsburg die hohe Gerichtsbarkeit über Staats. Die Familie wohnte jedoch nicht auf der Burg selbst, sondern ließ sie vom Burggrafen verwalten. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die Herrschaft mehrfach. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts kam Staats an die Freiherren von Roggendorf. Im Jahr 1551 wurde die Herrschaft von Landesfürsten an die Freiherren von Breuner verpfändet. Diese bauten die Burg weiter aus und machten sie zu einer stärkeren Festung. Zu dieser Familie gehörte auch Graf Seyfried von Breuner, geboren 1569 in Staats. Später ein bedeutender Staatsmann und Berater dreier Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Doch das Schicksal der Burg war besiegelt. Im Jahr 1645, während des Dreißigjährigen Krieges, wurde die Festung von schwedischen Truppen angegriffen. Sie schossen die Anlage in Brand und zerstörten das Haupttor. Danach konnten sie ohne große Verluste eindringen. Nach der Besetzung diente Staats den Schweden als Verbindungspunkt Richtung Mähren. Doch nach ihrem Abzug wurde die Burg aufgegeben und verfiel rasch zur Ruine. Die Grafen von Breuner errichteten zwischen 1645 und 1672 am Fuß des Felsens ein neues Schloss. Dieses wurde später 1807 von den Grafen von Colloredo umgebaut.
Doch auch dieses Schloss überstand die Geschichte nicht. Im Jahr 1945 brannte es infolge von Kriegshandlungen aus und wurde später abgetragen. Heute sind auf dem Burgberg noch beeindruckende Reste erhalten, darunter Teile des Palas, ein romanisches Fenster und der quadratische Bergfried, der noch etwa 10 Meter hoch aufragt. Entlang der alten Wehrmauern führt ein Weg zur Hochburg auf dem Gipfel. Der Aufstieg lohnt sich nicht nur historisch, sondern auch landschaftlich. Die Aussicht reicht weit über das Weinviertel. Die Burgruine Starz. Sie steht als steinerner Zeuge für fast ein Jahrtausend Grenzpolitik, Adelsgeschichten und Kriege und erzählt noch immer von den Menschen, die hier lebten, kämpften und herrschten. Ja, das war das Video von der Burgruine Starz hier in Niederösterreich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, somit verpasst du keine weiteren geschichtlichen Videos mehr von mir. Und hype vielleicht mein Video. Also, freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Go Traveler. Also, ciao.